Ja, es ist ja normalerweise so, wenn wir an Malerei denken, dass wir irgendwelche Vorlagen haben, dass wir irgendwie uns vielleicht eine Landschaft angucken, eine Szene, die wir abmalen und, wir schärfen die Sinne nicht auf eine andere Art und Weise. Das wollen wir heute mal versuchen, indem wir die Optik komplett rauslassen. Das heißt, die Sehgewohnheit zur Seite packen und ganz einfach über das Spüren, über das Erleben, über das Hinlauschen und das Zulassen von dem, was passiert, ganz einfach gestalten auf einem Blatt. Die Musik hat eine solche Kraft und ich glaube, das hat jeder schon mal gemerkt, der in einem Konzert war und nachher rausgeht mit Gefühlen, die er vorher überhaupt nicht hatte. Und da kann man, glaube ich, die Kraft der Musik besonders gut beschreiben. Und die nutzen wir hier und malen intuitiv mit der Musik. Also es ist so, dass ich ja mit sehr großen abstrakten Bildern im normalen Leben unterwegs bin und ich habe immer einen Begleiter und das ist die Musik. Ausnahmslos, ich male nur mit Musik. Und wenn ich in mein Atelier komme, dann habe ich eine gewisse Stimmung. Es gibt eine Tageszeit, die vielleicht einen Einfluss hat, irgendein Erlebnis, was ich habe und entsprechend suche ich auch meine Playlist aus und die Musik ist der ständige Begleiter dabei. Da passiert es dann auch, dass ich, wenn ich in diesen Flow komme, in der Verbindung Musik mit der Malerei, dass ich im besten Fall überhaupt nicht mehr nachdenke, sondern einfach tue. Ich bin ehrlich gesagt völlig ohne Erwartung da, weil das ist auch genau der Hintergrund dieses Events, dass wir sagen, es gibt keine Erwartung an irgendein Ergebnis, sondern es passiert etwas in einem Prozess und das lassen wir einfach fließen und es wird nicht bewertet, es wird auch nicht verglichen nachher. Also das bleibt komplett bei einem selber mit den Gefühlen.